Was ist denn das da? Wir sind bei 90 Grad. Also theoretisch. Leute, dieses Video ist eine Warnung. Eine Warnung an jeden, der diese Tischkreissäge kaufen wollte. Denn wir haben gedacht, Mensch, Evolution, haben wir eine neue Säge gehabt mit Zahnstangenfügung, mit allem drum und dran und gesagt, ach Mensch, so schlecht ist die gar nicht. Also kaufen wir die günstigste Säge von Evolution und haben die hier. Und wir haben nicht gewusst, lachen oder weinen. Das ist ja der Wahnsinn. Schaut euch das heute mal an. Wir machen ja heute nämlich Folgendes. Wir gucken uns mal genau an, die Evolution, was hier alles so schief läuft. Im Verhältnis dazu, eine 80 € günstige Einhell ist deutlich besser. Und dazu schauen wir uns noch mal an, wie sieht ein Profigerät aus und wie anders kann es denn da sein. Normalerweise versuche ich mir ja die Namen zu merken der Geräte, die vor mir stehen, aber heute hoffe ich, dass ich die Namen vergesse, weil das bis heute, ich sag euch, nee, ihr werdet es gleich sehen. Wir haben hier erstmal Einhell. Wir haben die TCTS225. Die Säge hier kostet, das ist nochmal ganz wichtig, die kostet 170 €. Dann haben wir hier die Evolution, die Fury 5 S255. Bei der Säge ist es so, die kostet 250. Und dann haben wir hier als Pendant, wo wir sagen, da geht es mal in die professionelle Richtung, die Bosch GTS 635 216. Da sind wir beim Preis von leicht über 300 €. Und jetzt bleibt unbedingt dran, denn was diese Säge hier abliefert, ist echt krass. Lasst uns anfangen und jetzt wird es schon mal lustig, denn wir werden auch gleich einen Test machen. Und es geht um diese spanische Zauber. Die ist ein bisschen unmotiviert hier. Jetzt machen wir Folgendes, wir drehen die mal richtig fest. Fest. Jetzt haben wir Folgendes, wir haben einen mitgelieferten Schlauch dabei, das ist der hier. Was macht der Schlauch? Er drängt das so ein bisschen in eine Richtung, nämlich genau hier an das Sägeblatt ran. Und jetzt wird es spaßig, denn ich sage dir, ich mache die Säge jetzt an und dann wirst du Folgendes sehen. Und nein, das war nicht übertrieben. Das ist wirklich, was soll das? Also, und jetzt mal ganz klar, jetzt gucken wir mal rüber hier zu Einhell. Wir haben hier nochmal 250 € Evolution, 170 € Einhell. Wie sieht denn die spanische Zauber Einhell aus? So, wir haben hier eine, die ist deutlich stabiler. Die guckt hier schon mal hier in die richtige Richtung. Wenn ich jetzt hier so mache, ich kriege das Sägeblatt kaum berührt. Ich könnte jetzt hier massiv rüberdrücken, aber es ist zumindest in der Mitte. Ja, immerhin. Wenn wir hier bei Evolution schauen, ja, naja, jetzt sieht die schon ein bisschen schwierig aus. Und das wird zwangsläufig passieren, weil, also, gerade ist anders. Und apropos gerade, jetzt müssen wir mal richtig loslegen. Ich zeige euch mal was. Ich mache erstmal den ganzen Quatsch hier ab. Und das habe ich noch nie gesehen. Noch nie. Und zwar, was ist hier bitte los? Guckt euch mal an, wo das Sägeblatt steht. Wir haben hier knapp 1 mm, da haben wir 3 mm Unterschied. Das Sägeblatt steht komplett schief und krumm. Damit wir hier sicher sind, nehme ich mal das Ganze hier raus. Und jetzt seht ihr Folgendes, das Sägeblatt ist da fast dran und hat sich da sogar schon eingesägt. Hier hinten steht es mehrere Millimeter ab. Das heißt, wir stehen hier gar nicht ordentlich im Raum. Und wenn ihr euch das anguckt, jetzt wird es ja erst richtig wild. Denn wir haben jetzt hier das Sägeblatt, was nicht gerade steht, sondern es steht irgendwie so, hallo, wir gucken mal so, okay. Aber das Sägeblatt steht auch nicht gerade. Denn wenn wir uns das jetzt mal anschauen, steht das hier jetzt irgendwie, ein paar Grad hat schon, Moment. Jetzt haben wir hier eine Levelbox und halten das einfach mal hier ran. Und wie viel Grad haben wir? Der Kameramann sagt mir? 88,45. 88,45. Das heißt, wir sind 1,5 Grad raus. Wenn wir jetzt hier da unten schauen, sehen wir eigentlich, jetzt wird es richtig schwierig, weil da einstellen ist quasi eine Sache der Unmöglichkeit. Wir können jetzt hier Sachen einstellen und machen und tun, aber wir haben jetzt wirklich schon versucht, hier irgendwo dahinter zu kommen. Ihr seht es ja auch ein bisschen ausgeschnubbelt. Wir sind jetzt hier auf Maximum so, und sind jetzt hier bei 89,77. Und jetzt könntet ihr sagen, boah, das ist ja mega. Jetzt mache ich einfach Folgendes. Ja, oder hier unten. Was ist denn da los? Was ist denn hier bitte los? Also wirklich, Alter, was zum Teufel ist denn da los? Das heißt, wir haben jetzt hier ein Sägeblatt, was nicht in der Flucht steht. Ein Sägeblatt, was hier so locker ist, dass es immer hin und her wackelt.
Und das ist ja wirklich so, wenn du schneidest, dann sagt das Sägeblatt, oh ja, mach ich mal hier so, mal gucken. Ja, nee, der sagt einfach wirklich, mach ich mal ein bisschen dünner, mach mal ein bisschen dicker, mach mal ein bisschen hier mit dem Winkel mal so. Das ist eine Überraschungssäge, muss man wirklich ganz klar sagen. Das ist hier bei der Einhell ein bisschen besser. Also zumindest stellt sie sich erstmal grundsätzlich gerade ein, wenn man sie auf 0 Grad stellt. Super. Zusätzlich ist es aber so, dass hier auch der Motor keine so gute Aufhängung hat. Das heißt, hier haben wir auch die Möglichkeit, das Ganze relativ leicht zu verschieben. Und es ist einfach so, natürlich greift ihr nicht, wenn die Säge läuft, unten drunter, aber ihr wollt ja eigentlich 90 Grad Winkel hier haben. Habt ihr den? Nö, weil ihr stellt es einmal perfekt ein und sagt, oh, jetzt habe ich es. Und dann ist das Holz, die Faser zieht sich, irgendwas ist. Sofort werdet ihr haben, zack oder irgendwas Ähnliches. Das wird sich im Schnittbild immer wieder zeigen. Und deswegen zeige ich euch mal Folgendes. Du siehst hier das Sägeblatt, es bewegt sich nicht, da passiert nichts. Das ist so stabil, dass es einfach hält. Übrigens, Einhell hält auch Sägen im Programm, wo der Motor genauso fest ist, also es liegt nicht daran. Ihr seht jetzt hier, dass wir bei der Säge eine ganz andere Qualität haben. Und es geht wirklich nicht um Bosch, kauft was immer ihr wollt, aber wenn ihr sagt, ihr wollt nachvollziehbar gute Schnitte haben, dann kommt ihr um so etwas nicht herum. Übrigens, wo ich gerade hier stehe, wir haben hier einen richtig guten Tisch. Wir haben hier einen massiven Alu-Druckgusstisch. Der hat auch wirklich eine gewisse Materialstärke. Bei den beiden Sägen ist das nicht der Fall. Wenn wir hier schauen, ja, das ist einfach nur umgelegtes Blech an der Stelle. Auch hier ist es nur umgelegtes Blech. Und ich möchte jetzt ganz klar sagen, hier bei der Einhell ist das mit dem Sägeblatt deutlich besser, aber du wirst wahrscheinlich keinen nachvollziehbaren, garantierten, geraden Schnitt langfristig hinbekommen, weil die Motorhaltung einfach viel zu schlecht ist. Im Grunde ist es übrigens so, dass eigentlich alles an dieser Säge, auch an der Evolution, aus Kunststoff ist, außer der Tisch. Ich sage euch, es wird immer obskurer und obskurer. Wir haben ja die Schnitttests gemacht und hier sehen wir das Ergebnis. Und da sehen wir auch, naja, dass das Sägeblatt wirklich nicht gerade in der Maschine steht. Denn wir sehen hier unten, das Ganze ist deutlich schmaler als oben. Das heißt, wir haben wirklich immer so einen kleinen Keil geschnitten. Wenn wir uns das anschauen, das sind ja 15 Schnitte, die wir gemacht haben, ist es so, und ich sage euch das Absaugergebnis, es wird euch wegschallern. Aber erstmal, wir haben hier eine Breite von rund 6 cm, hier oben haben wir 9 cm bei einem theoretisch parallelen Schnitt vom Sägeblatt. Naja, sei es drum. Der ganze Schnitt lief übrigens hier bei Einhell okay. Also da haben wir es hinbekommen, dass wir grob gleich große Schnitte hinbekommen haben. Okay, Bosch sowieso. Aber jetzt das Absaugergebnis. Ihr glaubt mir das gar nicht. Wir haben hier bei Bosch amtliche 85 Gramm an Staub um die Maschine drumherum gehabt. Das ist richtig viel. 85 Gramm, wir wissen alle, bei Bosch ist es so, dass wir da durchaus ein Staubproblem haben. Okay. Dann haben wir Einhell getestet und hatten da 130 Gramm. 130? Und bei 130 Gramm sage ich schon, das ist schon viel. Aber da hat Evolution gesagt, komm, wir legen einen drauf. Wir packen richtig eine Schippe, nehmen noch einen ganzen Container oben drauf. Da haben wir, ich glaube das gar nicht, wir hatten 215 Gramm. Überlegt euch mal, 15 Schnitte und hatten 200 Gramm, was das eine Menge an Staub ist. Das ist unglaublich. Und übrigens ein großer Vorteil der Evolution ist die zweifache Staubabsaugung. Was brauchst du bei einer richtig guten Tischkreissäge? Okay, was brauchst du bei so einer Säge? Also ein Anschlag ist schon eine schöne Sache. Aber was sollte er sein? Er sollte zum Beispiel gut gleiten. Das macht er schon mal nicht, aber er sollte zumindest richtig gut ablesbar sein. Aber das macht er auch nicht. Der biegt volle Lotte links ab. Das Wichtigste, aber das Allerwichtigste eines Parallelanschlags ist doch was? Ja genau, er sollte parallel sein. Und wenn ich hier so schaue, er liegt an, komme ich nicht rein. Huch, weg ist er. Guck dir das doch mal an, was ist denn da los? Hier hinten liegt er immer noch an. Irre. Lass uns das Ganze mal bei Einhell anschauen. Hier ist es so, wir haben hier einen riesen Unterschied. Hier fehlt eine Schraube. Hier ist es wirklich so, wir haben ja hier eine Schraube, da eine Schraube, die war einfach nicht im Karton mit dabei. Sagen wir mal, es ist nur bei uns vorgekommen, noch niemals bei Einhell gab es etwas, dass eine Schraube gefehlt hat. Nehmen wir das mal an. Aber was wir hier schon haben, ist, wir haben hier eine Spannung und dort eine Spannung. Bei Evolution haben wir das nicht. Die Evolution ist zwar relativ fest, muss man sagen, aber es nützt ja eigentlich gar nichts. Also, dass der Anschlag relativ fest ist. Hier haben wir aber einen großen Vorteil, Spannung hinten, Spannung vorne. Wir setzen das Ganze ein. Das läuft auch etwas angenehmer. Ja, ihr seht jetzt hier.
Naja, so ein bisschen, aber richtig witzig ist Folgendes. Parallel? Ja, weiß ich nicht. Irgendwie nicht. Also du kannst sehr gut Winkel damit schneiden. So, also wenn ich das jetzt sehe, da bin ich mindestens mit 5 Grad draußen. Das ist irgendwie schwierig. Guck. Also glaubt mir, das macht einfach keinen Spaß. Schauen wir uns das Ganze mal bei Bosch an. Ich möchte euch wirklich dabei nur das als Beispiel nehmen, wie es laufen kann. Und das Ganze nochmal wohlgemerkt für nur 60 € mehr als Evolution. 60! Mehr ist es nicht. Oder 70 vielleicht. Jetzt haben wir hier den Parallelanschlag. Wir können den ganz entspannt hier nehmen, können den hier verstellen. Und falls ihr denkt, wenn irgendeiner von euch reinschreibt, ich habe mich doof angestellt, nein, es ist wirklich so. Derjenige, der schreibt, kommt hier ins Studio und bekommt die Säge und das nehme ich auf. Weil das geht nämlich wirklich genau so, wie ich es eben gezeigt habe. Bei der Säge ist es so, du kannst es gut verstellen, du kannst es hier einfach festmachen. Es ist in der Regel, ich sag mal, schon gut parallel, willst du es perfekt haben, Zahnstangen und so weiter, ihr kennt das alles, aber das ist schon mal eine ganz andere Qualität. Lass uns noch mal zur Einhell hier zurückkommen. Bei Einhell ist es so, wir haben ja 170 €, 250 €. Hier bekommst du für 170 € einen ausziehbaren Tisch. Kannst du hier ausziehen und den kannst du auch hier ausziehen. Du kannst auch wieder festziehen und so weiter und so fort. Das heißt, du hast nochmal einen deutlich größeren Tisch. Finde ich eigentlich ganz cool, gerade auch im Verhältnis zu dem Preis. Hier hast du eine Tischverbreiterung, die ist einfach festgeschraubt. Die kannst du nur anschrauben und abschrauben. Und apropos an- und abschrauben, lasst uns doch mal über das Thema Aufbauzeit sprechen. Die Aufbauzeit bei der Bosch ist genau 0 Minuten oder vielleicht sagen wir 20 Sekunden. Karton aufmachen, rausheben, hin, losarbeiten. Hier bei Einhell ist es so, dass wir rund 45 Minuten gebraucht haben, um sie aufzubauen, einzustellen und dann fertig zu machen. Bei der Säge, bei der Evolution, waren es 1,5 Stunden und die Anleitung war wie die Suche nach dem Passierschein A38. Du wirst die Anleitung auf keinen Fall verstehen. Und jetzt kommt eine Sache, die absolut für Evolution spricht, und zwar das Thema Umdrehung, und zwar Genauigkeit der Umdrehung. Wir haben geschaut, wie viel Umdrehung hat die Säge wirklich. Angegeben ist die Evolution mit 3250. Tatsächlich hat sie 3241, also ziemlich genau eine Punktlandung. Bei Bosch waren es 5,5, die sie haben sollte, und sie hat tatsächlich 5350, also so 150 Umdrehungen weniger. Das ist quasi eine Rundungsdifferenz. Aber jetzt wird es schwierig, denn bei Einhell ist es entweder so, dass wir einen Fehler auf dem Aufkleber haben oder irgendwas stimmt hier nicht. Denn die Einhell sollte 4250 Umdrehungen haben, hat aber gemessen nur 2960, also satte 1200 Umdrehungen weniger, als sie haben sollte. Verstehe ich überhaupt nicht. Lass uns mal über die Motorleistung sprechen. Hier bei Einhell haben wir 2200 Watt Eingangsleistung. Hier haben wir 1500, hier haben wir 1600 Watt Eingangsleistung. Wir sehen aber, das ist völlig irrelevant, weil am Ende ist es so, dass diese Säge auf jeden Fall mehr Kraft hat, also wirklich sehr, sehr, sehr kraftvoll sägt. Und das kann sie zum Beispiel auch, weil der Motor hier richtig aufgehangen ist und wirklich eine ordentliche Befestigung hat. Wir sehen bei den beiden Sägen, dass es irgendwie so mal so grob mit Kaugummi festgehangen ist. Ich weiß, normalerweise testen wir deutlich gründlicher und genauer und schauen uns genau die einzelnen Werte an. Und das war heute eher ein ungewöhnlicher Test. Und wir wollten auch genauso einen Test machen. Aber diese Säge verlangt einfach nach keinem normalen Test. Weil ganz ehrlich, was hätte ich denn da rauskriegen sollen? Ja? Und hier ist es auch so, dass ich auch nicht ernsthaft die Einhell gegen die Bosch testen kann. Weil das sind komplett verschiedene Welten. Und die wollen auch gar nicht zusammen in einer Welt sein. Dann sind wir mal ganz ehrlich, du kannst keine 150 € Säge mit einer 320 € so etwa Säge vergleichen, weil es ist völlig klar, dass da Welten dazwischen liegen. Ich möchte euch auf jeden Fall eine Sache mitgeben, und zwar überleg dir genau, was du kaufst. Wie sagt die Bild-Zeitung das so schön? Kauf keinen Kack. Und ihr macht jetzt mal Folgendes, schreibt mal eure Meinung zu meinetwegen noch allen 3 Sägen unten in die Kommentare. Wir sehen uns und solange ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.